Tag auch, hier ist Marius aus Hamburg. Die ganzen Beauty-Gurus auf YouTube machen das ja zuhauf, irgendwelche Unboxing-Videos. Und neulich habe ich mir den Spaß gemacht, einmal nach Loudspeaker-Unboxing zu suchen. Bin aber nicht wirklich so fündig geworden, also ein paar Ergebnisse gab es schon, aber nicht wirklich viele. Und da habe ich mir gedacht, das passt ja jetzt super, ich mache ein Loudspeaker-Unboxing-Video. Neulich habe ich bei dieser Leserumfrage in der Zeitschrift Hobby HiFi mitgemacht und da war ein kleines Gewinnspiel dabei. Und was soll ich sagen? Ich habe den ersten Preis gewonnen. Hier steht er. Der erste Preis besteht aus einem Subwoofer-Chassis von der Marke IMG Stageline, dem SP10250 Pro. Und wie man sehen kann, nach Simulation liefert er aus 40 Litern 43 Hertz untere Grenzfrequenz bei minus 3 dB. Und der zweite Teil des Preises ist ein Subwoofer-Modul. Hier auch schon mal in Hobby HiFi getestet, die drei kleineren Brüder davon, SAM 100, 200 und 300D. Das sind digitale Subwoofer-Module, also Digitalverstärker, sprich mit Pulsweitenmodulation, so richtig digital ist das ja nicht. Und auch die machen einen ordentlichen Eindruck. Der Subsonic-Filter könnte vielleicht ein wenig tiefer angreifen, aber wenn man das Ganze natürlich mit einem PA-Subwoofer-Chassis kombiniert, so wie dem SP10, dann reicht das natürlich völlig aus und man kann den Übertragungsbereich sogar um 10 Hertz nach unten erweitern. Die Verpackung hatte ich gerade schon mal aufgeschnitten und deswegen fange ich hier mal an. Eine Polsterfolie, falls jemand sowas geil findet. So, was haben wir denn hier? Wir haben als erstes ein Subwoofer-Chassis. Und zwar ein SP10250 Pro von Monaco bzw. IMG Stageline. Und hier haben wir noch ein Subwoofer-Modul, das SAM 500D von IMG Stageline. Das ist jetzt das Subwoofer-Modul. Sieht sehr ordentlich aus. Soll angeblich 500 Watt machen. Soll angeblich 500 Watt Sinus machen und hat so ein bisschen Einstellmöglichkeiten für den Pegel, für die obere Grenzfrequenz und für die Phase. Mal kurz die Rückansicht. Das Ganze ist ein Digitalverstärker, deswegen ist der Kühlkörper für 500 Watt relativ klein. Dann haben wir noch das Subwoofer-Chassis. Dies ist ein Subwoofer-Chassis aus dem PA-Bereich, wie man schon am Markennamen IMG Stageline eigentlich erkennen kann. Auch das macht einen äußerst
netten Eindruck. Großer Magnet. Es ist auch mächtig schwer. Auch das wurde bereits in der Hobby HiFi getestet. Es ist für ein PA-Chassis ein relativ typischer Subwoofer. Der Bass wird nicht ultra tief, aber dafür mit relativ hoher Empfindlichkeit. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das gewonnen habe und bedanke mich bei Hobby HiFi und natürlich bei Monaco, die diesen Preis gestiftet haben. Normalerweise fasse ich Lautsprecher-Chassis ja immer so an, aber in diesem Fall, den ganzen Tick größer, komme ich zwar gerade rum. Also schon ein bisschen wie ein Goldbarren anheben hier. Also das Chassis hat eine Papiermembran, wie man auf der Rückseite erkennen kann an der ungleichmäßigen Struktur. Eine luftgetrocknete. Sehr schön zu sehen sind auch die Belüftungsöffnungen hinter der Zentrierspule, Spinne. Vergoldete Anschlussklemmen, die auf jeden Fall guten Druck aufbauen. Die Anschlusslitze sind sogar isoliert. Dann haben wir eine große Polkernbohrung und noch 3 weitere Bohrungen für die Belüftung der Schwingspule. Beim PA-Chassis vielleicht auch schon relevant, die vordere Polplatte ist schwarz und kann dadurch besser Wärme abstrahlen. 250 in der Typnummerbezeichnung, ja, da steht es auch nochmal drauf, 250 Watt RMS soll dieses Chassis verkraften können. Das kann schon ein bisschen warm werden und dann sicherlich eine sinnvolle Einrichtung mit der schwarzen Polplatte. Und falls nicht sinnvoll, schaden wird es auf gar keinen Fall. Im Subwoofer-Modul einmal die High-Level-Eingänge, die bei diesem Modul, bei dem 500D und auch bei dem eine Nummer kleiner auch vorhanden sind. Die Eingangsstufe ist bei den SAM-D-Modulen von IMG Stageline mehr oder weniger gleich. Die beiden größeren haben, wie gesagt, auch die High-Level-Eingänge, die kleineren haben nur die Line-Eingänge. Was nicht so häufig ist an Subwoofer-Chassis ist der Phasensteller von 0 bis 180 Grad stufenlos. Viele Module haben halt nur einen Schalter, der auf 0 oder 180 Grad schalten kann. Noch einmal die Rückansicht. An der Dichtung kann man auch sehr schön erkennen, und wenn man sich genau die Anschlüsse anschaut, dass das ganze Modul luftdicht aufgebaut ist, muss also kein extra Abteil im Subwoofer haben, im Subwoofer-Gehäuse bekommen. Einen habe ich noch. Die Lautsprecheranschlüsse, Steckschuhe. Einmal die Tülle zurückziehen. Immer noch keine Chance. Beim großen Brauch müssen wir gar nicht versuchen, ne? Hier abziehen. Nee, das will man nicht wirklich. Zumal das ja die Zuleitung ist. Danke, Monaco. Naja, kein Problem, was sich nicht lösen ließe. Wozu bin ich schließlich Ingenieur?